Wir haben an dieser Ausstellung insgesamt vielleicht 8 Jahre gearbeitet. Es ist nicht die erste Ausstellung des Bilderatlases. Der Bilderatlas wurde schon seit 1993 ausgestellt. Wir selbst haben vor 4 Jahren eine Ausstellung im ZKM gemacht. All diese Ausstellungen vor dieser Ausstellung wurden mit Schwarz-Weiß-Abbildungen nach den Fotografien, den Dokumentationsaufnahmen, die Warburg hat machen lassen, aufgebaut. Diese Ausstellung ist jetzt die erste Ausstellung, die das Original des Atlas zeigen, mit dem Abi Warburg selbst gearbeitet hat. Das Archiv, was Warburgs Nachlass betrifft, ist mehr oder weniger so eine Art Zustandsbeschreibung dessen, was Warburg in dem Moment seines unerwarteten Todes durch Herzschlag am 26. Oktober 1929 hinterlassen hat. Das ist quasi eine Momentaufnahme. Da ist hinterher dran gearbeitet worden an den Materialien, vor allem mit dem Versuch, den Atlas herauszubringen als ein großes Hauptwerk und damit sozusagen sein Nachleben zu sichern durch die erste Generation seiner Mitarbeiter. Also die haben nach wie vor auch Materialien neu geordnet und versucht, in eine gewisse Struktur zu bringen. Aber Warburg selbst hat sein gesamtes Lebenswerk als ein großes Werk betrachtet, nicht als verschiedene Projekte, die abgeschlossen waren, sondern jedes Werk, jede Einzelstudie war Teil des großen Hauptwerks, das dann den Atlas bilden sollte. Und insofern ist es auch ein großes Ganzes, dieser Nachlass. Wir gehen davon aus, dass die Idee, dass es irgendwann zu einer großen Publikation kommen könnte, in der Bilder mit anderen Bildern kontextualisiert werden, dass dieses eine Idee ist, die Abi Warburg schon sehr früh entwickelt. Wir haben dafür ein publiziertes Indiz. Das ist eine Tafel aus seinem Vortrag, den er 1905 gehalten hat. Und das ist auch ein Blatt, was wir hier im Original sehen können in einer Vitrine. Und dort sieht man bereits, dass 4 Abbildungen auf einer Tafel miteinander in Kontakt treten. Und aus diesem Nukleus sozusagen ist über viele Jahre die Idee erwachsen, dass man aus dem Prozedere eines Vortrags, einer Lichtbilderschau, einer Zusammenstellung von Bildern mit Bildern dann tatsächlich zu einem riesigen System kommen kann, in dem eben Hunderte von Bildern verarbeitet werden. Der Atlas war ein Buchprojekt. Es sollte also ein großes, umfangreiches Buch entstehen mit 2000 Abbildungen. Wir haben jetzt hier nur 971 in der Version, in diesem Stadium, in dem der Atlas war. Ich denke immer, es ist so eine Art Portfolio, was er machen wollte, mit losen Tafeln, die man dann auch noch mal verschieben konnte und die nicht gebunden waren. Also er versucht, diesen Konstellationen die Chronologie zu nehmen. Aber das Buch an sich hat was Narratives. Und da gibt es Grenzen, die der Atlas im Grunde genommen eigentlich überschreitet. Und der funktioniert ganz gut als Arbeitsinstrument in den späten Jahren, um Denkbewegungen, Ideen zu veranschaulichen anhand von Bildern, mehr exemplarisch als in der gesamten Abfolge. (1931), knapp 2 Jahre nach Warburgs Tod, will Sachsel das unvollendete Projekt retten. Er entwickelt eine Bilderreihe im Sinne des Atlas, aber er reduziert das kritische Potenzial und nimmt eine radikale Vereinfachung vor. Das kann man an der Ausstellung von 1931 deutlich sehen. Einerseits schafft er damit die Grundlage für das Missverständnis, das Gombrich 1970 in seiner Warburg-Biografie endgültig festschreiben wird. Er hatte geschrieben, der Atlas sei letztlich willkürlich, ziellos und deshalb unwissenschaftlich. Mnemosyne ist also für uns Kulturwissenschaftler, aber letztendlich für alle eine Legende.
Und diese Ausstellung wird diese Legende natürlich weiter vertiefen. Dann handelt es sich um eine Abhandlung, aber in Bildern, über Mythologie. Man kann sagen, dass diese Mythologie selber zu einer Mythologie der Mythologie geworden ist. Das ist auch das, was Mythologe erwarten sollte oder was Claude Lévi-Strauss zum Beispiel auch in Mythologica ganz offensiv gesagt hat. Man kann die Geschichte wiedererzählen, man kann sie erzählen und man kann ihr widersprechen. Und alles wird auf einmal passieren. Also das Dir, das Conte, wird ein Conte-Redire sein und es wird ein Contredire sein. Und wir müssen dieser Erzählung auch widersprechen, sonst kommen wir da nicht weiter. Weil es eine legendäre Substanz hat, die letzten Endes kein Inhalt, kein Ziel und vielleicht auch keine feste Substanz ist, sondern letzten Endes natürlich auch auf einer Legendenüberhöhung beruht. Wir müssen ja darin, das ist ein Fragment, das ist nie fertig geworden, das ist auch nie fertig kommentiert worden, auch diesmal nicht. Es wird auch nie zu Ende kommentiert werden. Und am Ende ist die Figur, die dieses ganze Bildwerk geschaffen hat, in das Bild selber eingestiegen. Oder hat sich in das Bild aufgelöst, in gewissem Sinne, Aby Warburg. Und das ist natürlich auch ein mythologischer Grundvorgang, den Intellektuelle sehr selten erwischen, aber den Aby Warburg provoziert hat. Nachdem Warburg aus Rom zurückgekommen ist, in dem Moment entwickelt er ein neues Konzept für den Atlas. Er baut eine chronologische Struktur auf. Und dieser chronologischen Struktur stellt er erstmal eine Art Grundlage, eine Begriffsklärung, einen generellen Überblick vor. Dieser Überblick ist gekennzeichnet durch die Buchstaben. Wir haben also hier in diesem Fall keine 1, 2, 3, sondern A, B und C. Und diese 3 Tafeln führen in den Atlas ein und schaffen einen Gesamtüberblick. Hier sehen wir sozusagen das Feld, in dem er arbeiten will, Europa bis in den arabischen Raum, bis Bagdad. Wir sehen den Sternenhimmel und die Familiengenealogie der Familien Tornabuoni und Medici. Das heißt, wir haben die 3 Elemente, der Himmel, die Landschaft und die Geschichte der Menschen. Die Familiengeschichte, ganz konkret die der Medici. Das ist ein Beispiel in diesem Fall. In der nächsten Tafel öffnet er diese Perspektive auf den Atlas, indem er die gesamte Kosmosvorstellung aus dem Mittelalter, die erste Abbildung von Hildegard von Bingen, bis hin zu Leonardo und zu Agrippa von Nettesheim. Also das sind die Kosmosvorstellungen, die vor der Keplerschen Revolution die Welt beherrschen. Das ist diese Vorstellung der Verbindung vom Menschen mit dem Himmel, mit den Göttern, mit den antiken Göttern, aber auch mit den Sternzeichen, der Einfluss des Himmels, diese Vorstellung von Mikrokosmos und Makrokosmos. Und dann kommt auf der Tafel C, der nächsten Tafel, die dann bis in die Gegenwart geht. Wir sehen da sogar Zeitungsseiten von 1929, wo wir den Zeppelin fliegen sehen durch die Luft. Da sehen wir, wie die Keplersche Revolution das Weltbild, das alte Weltbild, das vom Kreis beherrscht war, Mitte der Erde im Kosmos, also nicht heliozentristisch. Dieses Weltbild wird aufgebrochen durch die Keplerschen Messungen am Himmel und erstmals wird die Ellipse als Struktur der Planetenbewegung, also als Muster der Planetenbewegung entdeckt. Das war für Warburg sehr wichtig. Die Ellipse ist dann auch die Organisationsform, in der er seinen Lesesaal bauen ließ. Der hat eine elliptische Form, weil dort 2 Pole sind. Die Spannungswechsel, die zwischen diesen Polen stattfinden, die haben ihn sehr interessiert. Und diese Vorstellung des Kosmos, der jetzt eine andere Organisation hat, die ist in dieser Tafel eigentlich festgehalten.
Ich würde sagen, in früheren Zeitaltern, in diesem Moment ist leider verpasst worden. Im Mnemosyne war damals nicht so bekannt, hätte man natürlich als westlicher Marxist das analysiert als Projekt einer bürgerlichen Mythologie. Ne, der Aufsatz ist dann nicht geschrieben worden in den 70er Jahren, dann waren sie alle vielleicht auch zu nett zu Warburg, aber das ist ja bürgerliche Mythologie, so wie die Dialektik der Aufklärung auch. Das ist ja eine Antwort. Die andere wäre ja psychoanalytisch. Was geschieht psychoanalytisch mit der Angst und natürlich auch mit der Fassung dieser phobischen Kräfte, wie schlagen die sich in der Mnemosyne nieder? Und natürlich spielt das wichtigste Begriffsjahr, das habe ich schon gesagt, Korsett, das er verwendet, ist das Wort mit dem Wort greifen. Begreifen, ergreifen, ergriffen, auch bis zum kannibalischen ergriffen sein oder sich dann vom Griff lösen, also sich aus dem Zugepackten, also aus diesem Griff wirklich zu lösen. Das scheint ja am meisten zu faszinieren. So fängt ja auch dann nicht die ABC-Reihe, sondern die danach 1, 2, 3 an. Das heißt, das eigentliche Alphabet geschieht ja danach. Am Anfang ist ja quasi nur der Kosmos geschildert, als Kosmogramm und dann als Mikro-Makrokosmos und so. Die eigentlichen Bewegungsbilder kommen ja danach. Und die spielen ja bis eigentlich zur Tafel Ultimo mit diesem Griff. Das ist ja auch in den Fragmenten der Ausdruckskunde da in Arizona letzten Endes das Motiv, das alles zusammenhält. Aber diese Kosmogramme sind nicht die Begründungsleistung, die man eigentlich erwarten sollte. Die kommt ja dann erst mit den bewegten Bildern, also mit den Bewegungsbildern, also dann natürlich Movere, Leidenschaft und so weiter in den Tafeln danach. Pathos-Formel ist letztendlich ein realistischer Ausdruck für das, was die Renaissance getan hat, weil die Kunsttheorie der Renaissance ist Rhetorik. Und es geht darum, Leidenschaften zu schüren, aber technisch. Durch eine technische Kunst, sowohl in der Musik wie in der Literatur, wie in der bildenden Kunst. Und die ist ganz einfach gefasst als, wenn du Menschen leidenschaftlich berühren willst, musst du selber leidenschaftlich sein. Aber das ist eine technische Kunst. Si vis me flere dolendum est primum ipsi tibi. Oder ut movi amor ipsi. Das heißt, du musst selber betroffen sein, aber das ist ein technischer Vorgang, es ist nichts Individuelles. Es geht nicht um individuelle Schicksale, es geht auch nicht um individuelle Gefühle, sondern es geht um das, was alle verstehen als Schatz der ganzen Menschheit und deswegen äußert sich das in Formeln. So äußert sich auch in Gesten. Das heißt, die Mnemosyne ist hervorgegangen aus Bildtafeln, in denen er versucht hat, diese elementaren Formen der Leidenschaft aus der Antike durch die Renaissance in die Moderne nachzuvollziehen. Und die wichtigste Kombination, die, wie auch Gombrich und andere geschrieben haben, mit seinem eigenen Dasein zusammenhängt, ist die zwischen, sagen wir, Depression, Burnout und ekstatischer Bewegung. Nymphe und trauernder Flussgott, hat das Gombrich genannt. Mhm. Diese Kombination zieht sich auch letztendlich durch die ganze Ausstellung, wenn man hinguckt. Es geht immer um diese Polarität. Die Polarität ist auch natürlich, man kann sagen, universell menschlich. Sie ist natürlich aber auch letztendlich in Europa und auch in den europäischen Kolonien ganz extrem geprägt worden als eine rhetorische Figur, die man durch Predigten, durch Bilder, durch Musik und so weiter die ganze Zeit auch schaffen kann. Das heißt, sie zieht sich natürlich durch alles durch, auch wenn wir die moderne ikonografisch durchgehen würden für die moderne Musik, zum Beispiel Arnold Schönberg, würden wir natürlich genau das Gleiche finden. Das heißt, in der Generation, würde ich sagen, ist das einer der Menschen, die klar erkannt hat, dass diese Pathos-Formeln eine technische Figur sind, dass sie gleichzeitig aber natürlich auch etwas Unzerstörbares haben, das alle Religionen auch ausdrücken muss. Weil alle Religionen basieren natürlich auch darauf, dass es Ekstase gibt und dass es Zerknirschung gibt. Es gibt auf diesen Tafeln natürlich genau die Figuren, die er dann wiederfindet in der Renaissance, die dann belebt werden in der Renaissance. Nehmen wir einfach nur als die entscheidende Figur die Menade, die hier auf der Tafel 6 neben der Laokoon-Gruppe zu sehen ist. Diese bewegte tänzerische Figur hat verschiedene Seiten. Nicht? Sie ist einmal eine rauschhafte Tänzerin, also eine bewegte Figur,
Die Kleider bewegen sich, die Haare bewegen sich, ihre Glieder bewegen sich, die Arme. Und dann ist es auch eine dämonische Figur, weil sie im Rausch dann die Opfertiere schlachtet, also mit einem halben Schwein durch die Luft schwingt, das Messer, das Opfermesser in der Hand hat und auch auf der Tafel 5 zu sehen, eben auch den Orpheus und den Pentheus ermordet, im Rausch. Und das sind natürlich extrem wichtige Figuren gewesen, gerade das Opfer des Orpheus und die Zerreißung des Pentheus. Letztendlich geht es hier um Leiden und es gibt ja auch den Schatz des Leidens, da gibt es ja diesen Ausdruck von ihm. Die Pathos-Formel ist ja letztendlich auf dem Grund gebaut, dass es um Leiden geht, dass dieses Leiden aber ästhetisch nicht überhöht wird, sondern ästhetisch in eine Gestalt überführt wird, die es bannt. Ich glaube, in Warburgs Augen ist das was Globales. Und es ist auch eben, es ist anthropologisch, es ist auch historisch in einer Zeit verankert für ihn, die vor der Geschichtsschreibung liegt. Und das ist für ihn auch, also es ist eine Zeit, die er sozusagen im Geiste Vicos als Antike bezeichnet. Das ist aber nicht die klassische Antike, die wir sozusagen als die griechische und die römische verstehen. Und ich denke, dass er das global, transkulturell als ein Phänomen aufgefasst hat oder eine Entdeckung seinerseits, die er nun wiederum nicht als seine Entdeckung bezeichnet, sondern die er von der Anthropologie einfach auf die Bildwissenschaft überträgt. Das Wort Bildwissenschaft ist noch nicht ganz früh da. Warburg redet immer von Ausdruck. Er redet früh noch nicht vom Bild oder von Kunst, schon gar nicht, sondern es geht ihm immer um Ausdruck. Und der Ausdruck ist eben der Ausdruck der Emotionen. Oder der Ausdruck, der physiognomische, der gestische des Körpers. Pathos ist dann einfach das Bedürfnis, die Emotionen klar zum Ausdruck zu bringen und nicht mehr irgendwelchen Restriktionen zu unterliegen, die er mit dem großen christlichen Dogma konnotiert. Insofern lässt sich auch die Stilgeschichte in diese Psychohistorie einordnen. Und die Stilgeschichte ist der Ansatzpunkt zur Kunstgeschichte. Also da positioniert sich Warburg als Kunsthistoriker, dass er eine ganz neue Stilgeschichte entwirft und zu vermitteln versucht. Und das ist auch eine der Geschichten, die allem unterliegt, aber auch wieder nicht die ganze Geschichte, sondern nur eine Dimension. Aber im Grunde genommen der Nukleus des Atlas. Sachse will in dem Vortrag die Intention von Warburg erklären und kommt dann auf die Tatsache zu sprechen, dass Warburg sich auf den klassischen europäischen Kulturraum des Altertums und der Neuzeit bezieht. Dazu erklärt er dann, dass die Gebärdensprache zwar sehr allgemeine Gesten kennt, diese Gesten aber in ihrer spezifischen Ausprägung nicht ohne eine Erklärung zu verstehen sind. Und dann sagt er explizit, zweifellos müssten aber auch parallele Untersuchungen in den nicht-europäischen Kulturen angestellt werden. Untersuchungen, zu denen die Bibliothek Warburg gern ihre Hilfe bieten würde. Rimini, Schifanoia, also eigentlich muss man anfangen in Padua. Das ist das früheste Dokument, also das früheste Programm, das früheste Bildprogramm. Das ist noch 14. Jahrhundert. Palazzo Schifanoia ist 1450er und Rimini ähnlich in der Zeit. Zeigen die Rezeption der Astrologie, also eines astrologischen Weltbilds, was eben nicht mehr das rationale Weltbild ist, sondern das
die in der Spätantike entstandene Idee, dass der Sternenhimmel, die Planeten, die Personifikationen der Planeten Einfluss auf das Leben des Menschen und seine Seele haben. Wie dieses Weltbild aktiv rezipiert worden ist von Auftraggebern, wichtigen Persönlichkeiten im 15. Jahrhundert. Also angefangen im 14. Er interpretiert ja den Palazzo della Ragione in Padua, was nicht das Auftragswerk einer Person ist, sondern ein republikanisches Monument, als einen großen Kalender. Also die Figuren, die da dargestellt sind, mehr oder weniger als ein Hilfsmittel, Horoskope herzustellen oder sozusagen den Kalender zu rekonstruieren, wie er als astrologischer Kalender existiert. Und dann kommen diese Auftraggeber, die das Ganze für ihre eigenen Bildprogramme mehr oder weniger rezipieren und einarbeiten in ebenfalls einen Kalender in Palazzo Schifanoia. Und daraus hat Warburg geschlossen, dass es auch so eine Art heidnischen Glauben gab. Also dass es nicht nur, dass das keine devoten Christen mehr alleine waren, sondern dass diese Persönlichkeiten auch an die heidnischen Götter glaubten und daran glaubten, dass ihr Schicksal von den Sternen bestimmt ist. Also da schon mal zwei Konzepte miteinander in Konflikt standen. Wichtig an dieser Sache ist, Bagdad ist im 8. Jahrhundert, im 9. Jahrhundert das Wissenszentrum, das die ganzen antiken Texte, die ganzen philosophischen Texte, die ganzen Vorstellungen aus Griechenland transkribiert, aufbewahrt, übersetzt und illustriert. Das ist das Wichtige. Wir sehen also hier auf der Tafel die Planetengötter, alle 7 Planetengötter mit den Planetenkindern in der Bildvorstellung, die geprägt ist von der Kultur in Bagdad, in der wiederum indische Bildvorstellungen einfließen und in der aus dem ganzen arabischen Raum also Bildvorstellungen einfließen. Diese Bilder sind deswegen wichtig, weil sie eigentlich auf diesem Weg wird das Wissen wieder zurückgeführt nach Europa über die südliche Wanderstraße. Und das heißt über Toledo, die Tafel 22, oder über Palermo. Und dann dringt das Wissen über Palermo bis nach Padua vor. Die Tafel 23 zeigt uns, wie jetzt in Padua ein riesiger Bildsalon entsteht, in dem das gesamte Wissen, was aus dem arabischen Raum gekommen ist, in Bilder übersetzt wird. Er hat 1908 Sphära gelesen und hat Sphära benutzt, um ein Rätsel der Kunstgeschichte zu lösen. Die Fresken im Palazzo Schifanoia in Ferrara, nicht weit von Padua. Die sind, also diesen Bildteil sehen wir auf Tafel 26, 27. Auf diesen Tafeln sind auch die Planeten gezeigt mit den Dekanen. Und sie sind so extrem demonstrativ mit Attributen, mit Zeichen, dass sie sozusagen dazu verführen, gelesen zu werden, aber niemand konnte sie lesen. Niemand wusste, wie diese Attribute zu entziffern sind. Und Warburg hat das aufgrund seiner Kenntnis der Wanderstraße aus dem arabischen Raum dann 1912 in einem Vortrag vorgeführt, dass man diese Fresken entschlüsseln kann. Dass es sich um Dekane handelt, dass wir die Planetengötter sehen mit jeweils 3 Dekanen und wie man diese Dekane benennen muss und warum sie diese merkwürdige, rätselhafte Form haben. Es gab einfach kein Wissen in Europa mehr, in Italien mehr, darüber, wie diese Figuren beschrieben waren. Absolut, weil genau, das ist ja das, was der Orient, also was die Moderne aus dem Orient gemacht hat, ist ja Orientalismus. Was der Orient selber war, die Länder der Bibel, war ja die alte, von Eduard Meyer auch erforschte Erstreckung der großen Netzwerke im Nahen Osten bis in den Fernen Osten. Das war ja quasi das Zentrum der Welt. Und Europa war ja die Peripherie. Und diese Peripherie gerät ja auch als Peripherie auf den ersten Panels mit den Wanderstraßen der Kultur in den Blick.
dass das Zentrum nicht da in Europa liegt, sondern dass das quasi ja die Senke ist, die alles dann vielleicht mündet, aber natürlich nicht der Ausgangspunkt quasi dieser großen Wanderbewegung von Ikonografie ist. Fritz Sachsel hat letzten Endes zu wenig veröffentlicht und auch zu wenig dann vielleicht veröffentlichen können, weil er so überarbeitet war mit seinem Forschungsinstitut, dem Warburg-Institut. Aber er hat natürlich große Vorträge zumindest darüber gehalten, dass es diese ikonografische Wanderung gibt. Und es gab natürlich am Warburg-Institut dann einen Leiter, Henry Frankfurt, der Mesopotamien, Ägypten untersucht hat, aber vor allem Mesopotamien, also der wirklich ausgebildeter Mesopotamist war. Ja, das heißt, das Warburg-Institut hatte zwischendurch eine Verlagerung tatsächlich in die Erforschung der echten Antike. Ja, das darf man jetzt auch nicht vergessen, wo es dann wieder kunsthistorisch wurde. Das war ein Belgier und der hat das Warburg-Institut dann nach Fritz Sachsel übernommen. Also mit anderen Worten, in dieser Geschichte gibt es verschiedene Schichten von, und sie ist ja auch nicht zu Ende. Ne? Also das heißt, die Einlösung des Programms, wie gesagt, für die amerindianischen Kulturen könnte man jetzt erst machen, würde ich sagen. Dann hätte man eine neue Kunstgeschichte und die Kunstgeschichte wäre auch tatsächlich gerechtfertigt, die Warburg sich vorgestellt hat, ne? Zusammen mit Gladys Reichert, die ihn ja besucht hat, auch in Hamburg, die Navajo-Ikonografie auch wirklich publiziert hat. Und für die Verflechtungsgeschichte der Antike und so ist hier seitdem natürlich auch einen großen Stil geleistet, bis auf eine offene Flanke, und das ist natürlich Ägypten und Afrika. Ne? Ägypten und Afrika, diese Geschichte ist bis heute auch im Grunde unausgestanden. Das Ägypten als afrikanische Region der Verflechtung mit dem Sudan und so weiter bedeutet. Das heißt, das Christentum war ja auch nordafrikanisch. Und was wir vergessen, ist natürlich, das Christentum war ja auch nicht europäisch, sondern bis zur Zerstörung in den letzten Irak, Syrien, Kriegen, in denen die letzten Christen vertrieben worden sind, gab es ja jede Menge von Christentümern, die jetzt erst verschwunden sind aus dieser wirklichen Vielfalt dieses vorderen, also dieser zentralen Stellung zwischen dem Nahen Osten und bis Afghanistan. Ne? Das ist ja quasi jetzt erst verschwunden als der ältere Teil der Weltgeschichte, den wir immer verdrängt haben. Nachdem das griechische Christentum mit Byzanz untergegangen ist, haben wir verdrängt, dass es ein anderes Christentum gibt, das eigentlich der Vielfalt war, auch der Toleranz in gewissem Sinne, das letztendlich bis heute überlebt hat, jetzt quasi planiert worden ist.